dass ein paar Leute hierher gefunden haben. Da kommen noch ein paar bekannte Gesichter. Dankeschön. Gut, Vorstellung kommt gleich in den Folien ein bisschen mit. Zur Vorwarnung, die Folien sind auf Englisch. Wir werden uns auf Deutsch unterhalten. Ich werde dann auch versuchen, im Anschluss an meine Folie noch ein paar Minuten Zeit zu haben für Fragen. Bin sehr dankbar, wenn es hier Fragen auch aus dem Publikum gibt. Warum stehe ich hier? Gründer, CEO der Fragmentix, Werner Strasser. Digitale Souveränität, der Schutz von Daten, Daten, die einem selbst gehören. Das sind halt alles Themen, die der Reihe nach in verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen, in den Medien, klarerweise auch im Bereich der Cybersecurity Community, die wir hier haben, immer wieder diskutiert werden. Mir ist es persönlich ein großes Anliegen, eben zur Datensouveränität beitragen zu können. Ich verstehe unter Datensouveränität oder digitaler Souveränität eben die Möglichkeit, eigene Daten zu schützen und gezielt, bewusst auch nur mit diesen Personen oder Gruppen auszutauschen, von denen ich möchte, dass sie diese Daten haben und mich eben damit vor den Auswirkungen des sogenannten asymmetrischen hybriden Kriegs, Asymmetric Hybrid Warfare, dementsprechend schützen zu können. Ganz kurz zum Unternehmen Fragmentix. 2018 in Österreich gegründet, bin nicht mehr der ganz klassische Jungunternehmer, wie Sie sehen können, ist auch nicht mein erstes Unternehmen. Es geht letztendlich darum, hier eine ganz bestimmte Technologie verfügbar zu machen, um eben Daten auf höchstem Niveau schützen zu können. Wir bauen Geräte, also nicht nur Software, sondern wirklich komplette Geräte, die dafür sorgen, dass diese Daten bestmöglich geschützt werden können. Wir haben bereits beweisen dürfen, dass es funktioniert. Wir hatten also die Gelegenheit, in einer Reihe von nationalen und EU-Projekten, auch ein bisschen im Ausland, also auch außereuropäisch, unsere Produkte und Technologien zu beweisen. Ich werde hier jetzt nicht gezielt auf einzelne Projekte eingehen, das ist gar nicht so wirklich wichtig. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir eigentlich permanent in einem Kriegszustand sind, auch wenn es für die normale Bevölkerung nicht unbedingt als solcher erkennbar und sichtbar ist. Diese Folie habe ich mit Erlaubnis der Kollegen von Black Ops in den USA. Ich verwende sie auch seit 2017 und es hat sich nicht wirklich viel geändert. Das wirklich Entscheidende an dieser Definitionsmöglichkeit der asymmetrisch-hybriden Kriegsformen ist es letztendlich zu verstehen, dass jede dieser Formen, also egal ob das die Non-Military sind oder die Trans-Military oder die wirklich genetischen militärischen Operationen sind, die Cybersecurity ist ein Brandbeschleuniger für jede dieser Formen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ich sage, das ist die Luftwaffe und dort ist Cyber. Es gibt nichts, wo nicht mehr Cyber drinnen ist. Und aus diesem Grund ist natürlich diese brandgefährliche Brandbeschleunigungsthematik Cyber ein Schlüsselthema für uns alle. Ein bisschen zur Paranoia. Quantencomputer. Wir haben alle vermutlich fast täglich mittlerweile in den Medien die eine oder andere Stellungnahme dazu. Für mich war dieser Moment des Erwachens so irgendwann 2015, 16, der Schuldige sitzt hier im Publikum. Martin Stierle vom IT hat mich mit Secret-Sharing-Algorithmen konfrontiert und gesagt, schau dir das doch an, da sollte man was damit tun. Und zwar gerade im Hinblick darauf, was Quantencomputer in Zukunft leisten werden können. Ich komme aus der Hardware, ich behaupte noch immer, dass ich ziemlich genau weiß, wie ein klassischer Computer funktioniert. Und ich habe geglaubt, auch zu verstehen, welche Auswirkungen Quantencomputer auf uns haben werden. Falsch. Erfreulicherweise habe ich mich vom IT hier gescheiter machen lassen. Und diese zwei Zahlen zeigen, was ich meine. Beispiel RSA 2048 Schlüssel, kennen wir glaube ich alle, den mit klassischen Computern zu knacken. Diese 8 mit 23, 26, 21 Nullen, völlig wurscht. Ein Milliardenfaches dessen, wie alt unser Universum ist. Dann konnten wir alle, wie wir da im Raum sitzen, uns zurecht sagen, na, bis in Pension, mir ist das kein
Soweit so gut. Quantencomputer, laut Peter Shor, der den Algorithmus erfunden hat dafür, werden aber einen RSA 2048 Code in ca. 100 Sekunden brechen können. Und die 100 Sekunden, das haben wir alle noch in der Intention. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, Quantencomputer, die kryptografisch relevant sind, gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach heute noch nicht. Und egal wen Sie fragen, Sie werden 3 Ärzte, 7 Meinungen eine Antwort bekommen, die irgendwo im Bereich von 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre liegen wird. Allein die letzten 18 Monate haben bewiesen, dass die Beschleunigung dessen, was hier an Error Correction und sonstigen Methodiken dazu dient, dass Quantencomputer leistungsstärker werden. Wir wissen nicht, wann es sie geben wird. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass nachrichtendienstlich gut ausgerüstete Nationen ganz eindeutig massiv Harvest Now und Decrypt Later betreiben, also auf gut Deutsch alle schützenswerten Daten, die heute über öffentliche Leitungen gehen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrfach von irgendjemandem mitgespeichert, in der Hoffnung, sie dann demnächst in wenigen Jahren entschlüsseln zu können. Also wir können heute nicht mehr behaupten, na, das betrifft uns nicht. Diese Folie, da kann man jetzt darüber diskutieren, aber ich möchte es trotzdem kurz erinnern, was kostet denn ein Cyberangriff? Je nachdem, welche der Studien, die es hier am Markt gibt, Sie anschauen, wir reden einfach vom Geld, nicht wenig Geld, ob das jetzt ein Data Breach ist oder eine klassische Ransomware. Ich will mich da gar nicht festlegen, ich kann nur eines mit Sicherheit sagen, die Methoden, um sich sinnvoll zu schützen, kosten deutlich weniger als ein einzelner Inzident. Ein Aspekt zum Schutz von Data at Transit und Data at Rest, wie auch der Titel meines Vortrags heute lautet, ein Aspekt ist natürlich auch die rechtliche Situation des Hauptversorgers an Services, die wir haben. Das sind nun einmal US-amerikanische Firmen oder Firmen, deren Eigentum in den USA zu Hause ist. Die rechtliche Situation seit 2018 ist auch ganz klar. Ich will Ihnen das alles gar nicht vorlesen. Ich möchte nur versuchen, Sie da ein bisschen mitzunehmen, warum es notwendig ist, sich hier auch vor den vermeintlichen Freunden ein bisschen zu schützen. Aufgrund dieses US Cloud Acts hat die erweiterte US-Regierung, also einige 10.000 Personen, die Möglichkeit, auf Daten bei Cloud-Providern, amerikanischen Unternehmen zuzugreifen, egal wo das Rechenzentrum steht. Und wenn es auch noch so europäisch reingewaschen ist, es bleibt in der Regel ein amerikanisches Unternehmen, das diesem Gesetz unterworfen ist. Und dieser US Cloud Act, ich habe hier nur als ein Beispiel die aktuellen Geschäftsbedingungen von Amazon Web Services genommen. Dieser US Cloud Act findet sich einfach auch wirklich natürlich in diesen Dokumenten, die wir alle akzeptieren, sobald wir dort irgendeines der Services in Anspruch nehmen. Und unterm Strich, wir können nichts dagegen tun und wir werden es auch nie wissen, wenn unsere Daten von irgendjemandem gegen uns verwendet werden. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen und sagen, na gut, ja, die werden dann schon nicht ausspionieren und die werden nichts Böses tun. Der ehemalige Seriendirektor James Woolsey hat vor 25 Jahren, ich glaube es war ursprünglich die New York Times, auf die Frage geantwortet, warum spionieren die USA, Europäer mit Echelon, jedes Telefonat, jede E-Mail und so weiter aus, also weit vor Snowden. Und dieser Herr Woolsey war ganz offen, ehrlich und hat klipp und klar gesagt, solange ihr Europäer öffentliche Ausschreibungen, öffentliche Vergaben macht, die möglicherweise beeinflusst werden und meine amerikanischen Unternehmen nicht zum Zug kommen, werden wir euch ausspionieren und das für unsere Wirtschaft nutzen. Ich weiß, kleiner Font, lässt sich alles recherchieren, Preise kann jeder gerne auch selber nachschauen, beziehungsweise die Folien sind dann auch gerne verfügbar. Jetzt dürfen wir dreimal überlegen, ob das unter einem gewissen Präsident Donald J. besser geworden ist. Ich selbst glaube eher nicht. Gut, was können wir dagegen tun? Also um jetzt aus der Depression vielleicht ein bisschen wieder aufzuwecken und die Nachmittagsmüdigkeit zu vertreiben.
Es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen, insbesondere auch bei Verwendung von Cloud-Technologien zu schützen. Das Hauptprodukt der Fragmentics, wo wir Data at Rest schützen, sind sogenannte Storage Appliances. Das heißt auf gut Deutsch, es wird mit einem Gerät, das eine Hardware hat, das ein gehärtetes Betriebssystem besitzt, werden Daten in dieser Appliance in der Mitte in eine bestimmte Anzahl von sogenannten Fragmenten zerlegt. Der Verwendung des kryptografischen Prinzips des Secret Sharings, ursprünglich erfunden von Adi Shamir, werden eben in eine bestimmte Anzahl von Fragmenten zerlegt. Und jedes dieser Fragmente wird dann auf einem anderen Storage-Bereich, auf einer anderen Storage-Location abgelegt. Nur ich als Besitzer, Administrator einer solchen Fragmentics Appliance weiß, wo ist denn jetzt meine Location A, wo ist meine Location B oder wo ist meine Location C. Das heißt, ich kann mich hier vollkommen frei entscheiden, ob ich Public Cloud Storage verwende, ob ich vielleicht Cloud Technologie Storages, also S3 Storages oder auch NFS Storages, was immer ich möchte, verwende. Ich kann sogar lokal, wenn ich das möchte, das auf USB-Sticks oder USB-Festplatten machen. Das heißt, da beginnt bereits die Datensouveränität. Nur ich entscheide, wo liegen denn meine Häppchen, wo liegen denn meine Fragmente. Und wenn ich in diesem Beispiel 3 Fragmente erzeuge, dann ist hier quasi vordefiniert, dass ich 2 von diesen 3 Fragmenten brauche, um diese Daten wieder lesen zu können. Egal welche 2. Das heißt, ich kann mir hier auch eine gewisse Resilienz gegen Offline-Sein eines Storages oder gegen Überschwemmung, Feuer, was auch immer erzeugen. Und diese Resilienz ist also hier in dem Fall 2 aus 3. Einer könnte ausfallen, aber ein bisschen komplexer die Folie, aber dafür vollständiger. Wir können hier bis zu 26 Speichersysteme adressieren und ich habe vor allem die Möglichkeit, hier auch verschiedenste mehrfache Applikationen für unterschiedliche Benutzer, für unterschiedliche Anwendungen auf unterschiedlichem Sicherheitsniveau zu betreiben. Entscheidend ist, dass es für den Benutzer einfach keinerlei Änderung im bekannten Workflow geben darf. Das heißt, der klassische Anwender hat ein weiteres Netzlaufwerk zur Verfügung, das aber in Wirklichkeit dann über Fragmentics aufgeteilt eben auf diese Storages abgelegt wird. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten 30 Jahren, sobald der Benutzer einen Finger bewegen muss, um auf der sicheren Seite zu sein, vergiss es, es wird nicht passieren. Das heißt, es muss automatisiert passieren, ohne dass der Benutzer dadurch in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Das ist die Gegenrichtung, also beim Öffnen einer Datei, die ich auf diese Art gespeichert habe, werden natürlich diese Fragmente auf der Appliance-Box wieder zusammengesetzt und dementsprechend für den Benutzer wieder einfach geöffnet. Gut, kommen wir zu dem Thema Data in Transit oder Fragmente in Transit und Fragmente at Rest. Warum mache ich so ein Secret Sharing überhaupt? Wir haben auch hier auf dieser Veranstaltung sehr, sehr viele Anbieter, die zu Recht sagen, wir haben tolle, sichere Produkte, mit denen, lieber Kunde, kannst du deine Daten schützen. Ich bin, wie gesagt, durchaus schon länger in der Branche. Ich habe das genauso betrieben und finde das völlig in Ordnung, wenn das Hersteller ihre eigenen Produkte sagen. Was mich dazu bewogen hat, letztendlich die Fragmentics 2018 zu gründen, ist aber der Schritt, der ein bisschen darüber ist, nämlich die sogenannte informationstheoretische Sicherheit. Das heißt, das Sicherheitsversprechen, dass Ihnen jemand sagt, ja, wir haben es aber ganz toll programmiert und das ist eigentlich ganz cool, was wir da machen, weil das ist alles schön, es macht aber immer noch einen wesentlichen Unterschied zur Informationstheorie, wie die Theoretiker unter uns Claude Shannon, ich glaube 1949, wo es ganz klar die Definition der informationstheoretischen Sicherheit gibt. Und da kommen auch wieder unsere Quantencomputer mit ins Spiel. Eine Datei ist dann informationstheoretisch sicher geschützt, wenn sie auch mit unendlicher Rechenleistung, das können wir jetzt gleichsetzen mit zukünftigen Quantencomputern, nicht brechbar ist. Und genau das macht den Unterschied in der Form des, wie man hier Daten heute gegen aktuelle und gegen zukünftige Bedrohungen schützen kann. Das heißt,
jedes dieser Fragmente, das jetzt auf irgendeinem Speicher liegt, ist informationstheoretisch sicher. Es kann also auch mit einem Quantencomputer, wenn es irgendjemand in die Hände fällt, der unendliche Ressourcen zur Verfügung hat, kein einziges Bit an Information daraus gestohlen werden oder missbraucht werden. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Speicherversionen. Natürlich sind die Daten auch in der Phase, wo sie von einer solchen Fragmentics Appliance auf diese Storage Location geschrieben werden, gefährdet. Das heißt, während sie zu Storage A, B, C geschrieben werden könnte, ein Nation State Actor oder eine begnadete OK-Organisation, Hacker, wer auch immer, die Daten auch im Transit versuchen an sich zu reißen und daraus irgendwas zu machen. Das heißt, es ist klarerweise für uns alle auch von einer großen Relevanz, diese Data on Transit zu beschützen. Sie werden vielleicht viele von Ihnen den Bereich QKD bereits gehört haben, Quantum Key Distribution, noch mehr werden vermutlich den Begriff PQC, Post-Quantum Encryption, gehört haben, also Post-Quantum-Kryptographie. Das sind, wenn man so möchte, unterschiedliche Ebenen des Sicherheitslevels. Dazwischen gibt es dann noch die symmetrischen Schlüsselverteilungsregime. Letztendlich kann man hier auch vielleicht vereinfachend sagen, Post-Quantum-Kryptographie werden wir brauchen, daran führt kein Weg vorbei. Das, was wir heute nutzen in der asymmetrischen Verschlüsselung, also die Primzahlen, die miteinander multipliziert werden, das ist in Wirklichkeit tot durch diese Quantencomputer der Zukunft. Das heißt, wir müssen dort, was ja zum Glück bereits passiert, auf diese PQC-Technologien umsteigen und das ganz, ganz schnell. Die QKD-Technologie vielleicht am anderen Ende ist eben nicht mehr von Mathematik abhängig. Weder von Primzahlen noch von den jetzt als PQC neu implementierten Algorithmen, sondern QKD ist wirklich von Naturgesetzen, von den Gesetzen der Quantenmechanik abgeleitet. Für alle, die QKD nicht kennen, die 30-Sekunden-Erklärung über eine Glasfaser werden jetzt nicht Milliarden von Photonen übertragen wie bei der Datenübertragung, sondern einzelne kleinere Photonengruppen, die sind polarisiert. Es gibt ein Protokoll, das die beiden Beteiligten Alice und Bob kennen, und daher kann ich mit Sicherheit sagen, jetzt können die zwei ungestört reden, es gibt keinen Dritten, der mithört, und falls ein Dritter mithört, wissen es die beiden. Und auf diese Art kann ich symmetrische Schlüssel bei Alice und Bob aufbauen und dann meine Nutzdaten dementsprechend mit einem symmetrischen Schlüssel, den garantiert nur die beiden Beteiligten kennen, Daten auch über ungeschützte Internetleitungen verschicken. Also QKD und Secret Sharing gemeinsam sind erfreulicherweise auf dem höchsten theoretisch möglichen Niveau, um Daten zu schützen. Haben wir schon besprochen, gehe ich ein bisschen schneller drüber vielleicht, den Begriff der informationstheoretischen Sicherheit, lassen wir vielleicht auch genug sein. Vielleicht ganz kurz zu den Systemen, die wir hier auch im Einsatz haben. Also erfreulicherweise auch einige der Behörden, die hier mit aktiv sind bei dieser Tagung. Ein solcher Fragmentics-Cluster ist eben dazu angetan, hier größere Datenmengen dementsprechend aufgeteilt schützen zu können. Wir haben hier erfreulicherweise durch die weltweite Zusammenarbeit mit Dell auch einen Mission Critical Support, also es kann auch für Mission Critical Situationen verwendet werden. Vielleicht auch noch ein kurzes Wort zum Thema klassifizierte Informationen. Sowohl Quantum Key Distribution als auch Secret Sharing sind nicht akkreditiert für EU Classified Data oder für NATO Classified Data. Das liegt nicht daran, dass sie nicht sicher genug sind. Das liegt einfach daran, dass die Akkreditierung solcher Systeme Jahre, wenn nicht manchmal Jahrzehnte dauert. Trotzdem kann man sowohl QKD als auch Fragmentics sinnvoll bereits im klassifizierten Bereich einsetzen, wenn man Systeme zum Beispiel der Firma Seconet, die dafür akkreditiert sind, davor und dahinter schaltet. Dann ist nämlich diese QKD und quantensichere Speichermethodik im sogenannten schwarzen Bereich und daher quasi das intelligente Kabel. Ein bisschen überspitzt könnte man dann sagen, die Seconet-Geräte schützen aufgrund der Akkreditierung und der damit verbundenen Sicherheit, aber
nur eingeschränkte Quantenbedrohung und das Kabel in der Mitte, bestehend aus QKD und Fragmentix, schützt de facto vor der Bedrohung durch Quantenphysik. Vielleicht anhand dieses Beispiels kurz erklärt, was sind denn sinnvolle Anwendungen solcher einer Technologie? Das muss jetzt nicht im höchsten klassifizierten Geheimhaltungsbereich sein, sondern das gilt in Wirklichkeit für praktisch jeden, der seine Daten vor zum Beispiel Ransomware schützen kann. Eine solche Konfiguration könnte zum Beispiel heißen, ich habe eine professionelle Backup-Software wie die Software des deutschen Unternehmens SAP GmbH, die Sesam-Software, und die Backups, die hier erstellt werden, werden dann über eine solche kleine Fragmentix-Box, eine Fragmentix One-Box, in 3 Cloud-Provider hinausgeschrieben und dort wird auch noch die Funktion des sogenannten Immutable Trees verwendet. Das heißt, meine Backups liegen dann zwar in der Cloud, aber erstens auf 3 Clouds verteilt. Kein einzelner Cloud-Provider kann irgendeinen Blödsinn damit machen. Und zweitens sind sie dort für einen von mir definierten Zeitraum, zum Beispiel 60 oder 90 Tage, immunisiert. Das heißt, sie können nicht einmal von mir selbst gelöscht oder verändert werden. Natürlich damit auch nicht von der Ransomware. Das heißt, wenn jetzt auf der linken Seite im Netzwerk irgendjemand die falsche Mail anklickt oder auf den falschen Link klickt, dann könnte dort natürlich das passieren, was wir alle kennen. Ransomware verschlüsselt mir alles, vielleicht sogar meine Backup-Server, aber auf diese Backups draußen kann hier keinesfalls zugegriffen werden und damit hat man quasi eine Lebensversicherung. Ich zähle selbst zu denen, die lange Zeit davor gewarnt haben, Backup-Daten in der Cloud zu speichern. Als Digitalforensiker kann ich Ihnen nur bestätigen, wenn ich Ihr Backup habe, brauche ich Ihr Device nicht mehr. Das heißt, auf gut Deutsch, ein Backup ist natürlich für jemanden, der Daten, in meinem Fall im Auftrag der Justiz, auswerten will, Jackpot. Wenn man jetzt ein Organized Crime oder vielleicht ein Nation State Actor ist, dann freut man sich natürlich genauso über diese Data at Rest, über ein Backup, weil dann muss ich, wie gesagt, nicht einmal mehr das Device kompromittieren. Auf diese Art kann ich diese Bedrohung sehr, sehr elegant ausschalten. Wir haben erfreulicherweise das, was ich Ihnen jetzt in der Theorie beschrieben habe, auch in der Praxis schon einige Male testen dürfen. Wir haben also konkret in einem EU-Projekt mit dem Namen OpenQKD 2 Krankenhäuser in Graz mit Fragmentix Secret Sharing und 3 Speichern in der Mitte, wovon 2 Speichern Systeme mit QKD geschützt wurden, schützen dürfen und konnten also auf diese Art beweisen, dass ein System gebaut werden kann, wo 2 Partner über 3 Cloud-Speicher ein System betreiben, wo sie Daten austauschen, das nicht einmal in der Theorie brechbar ist. Wir sehen also hier jetzt die Anwendung von Fragmentix und QKD für 2 Organisationen. Erfreulicherweise lässt sich das natürlich auch für größere Konstruktionen verwenden. Das könnten also hier auch Ministerien der Republik Österreich sein. Das könnte also hier zum Beispiel das Bundeskanzleramt und die Landesverteidigung über QKD auf die Speicher Bertha und Dora zugreifen und der 3. Speicher Emil ist vielleicht nicht einmal mit QKD geschützt und die beiden Ressorts können auf diese Art Daten in einer Form austauschen, wo niemand eine Möglichkeit hat, das in irgendeiner Weise zu kompromittieren. Erfreulicherweise geht es natürlich nicht nur für 2, sondern wir auch gerne für 10, 20, 30 Organisationen, Multi-User, Multi-Application, Multi-Tenant, weil sowohl im Bundeskanzleramt als auch in der Landesverteidigung sitzt ja nicht ein Einzelner und sagt, ich habe eine Anwendung, da gibt es viele Abteilungen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also daher lässt sich auch das hier sehr gut abbilden. Ich habe Ihnen zuvor kurz gesagt, wie diese QKD-Technologie funktioniert. Diese Einzelphotonen haben halt einen kleinen Nachteil. Sie werden müde nach 70 bis 100 Kilometern, also auf gut Deutsch die Dämpfung der Glasfaser ist irgendwann einmal so groß, dass diese Photonen dementsprechend weniger gut messbar werden. Um jetzt hier Distanzen von mehr als 100 Kilometer von real existierenden Glasfasern nutzen zu können, muss man diese Segmente aneinander hängen und dieser
Anknüpfungspunkt vom ersten UKD-Link zum zweiten UKD-Link ist der klassische Angriffspunkt für potenzielle Angreifer. Über diese ersten 100 Kilometer schützt uns die Quantenphysik, die nächsten 100 Kilometer ebenfalls, aber dazwischen muss ich einmal kurz von